Ich bin wahrscheinlich zu alt für dieses Leben, aber dass man Empörung vom Teleprompter abliest, das habe ich in meinem Leben noch nicht erlebt. Also entweder man hat es, dann braucht man keinen Teleprompter und muss nicht jeden einzelnen Satz ablesen. Ich glaube, wenn Herr Scholz uns das mal zur Verfügung stellt, wenn wir feststellen, ich kenne ihn ja auch schon aus Hamburg, da haben wahrscheinlich Leute reingeschrieben, Empörung, damit er dann auch emotional aus der Kurve kommt. Noch einmal. Hey Leute, also gestern bei Hart aber fair, was soll ich sagen? Da sitzen Kubicki von der FDP, Frau Bär von der CSU und Mirsch von der SPD und wie immer der allwissende Herr Fratscher. Und es geht um das Ampel-Aus. Aber anstatt echte Lösung zu bringen, schieben sie sich nur gegenseitig die Schuld zu. Jeder will gut dastehen, keiner übernimmt Verantwortung. Wahlkampf pur. Die Frage ist doch, wie kann man da ernsthaft noch sein Kreuz bei diesen Parteien setzen? Lasst uns mal ganz ehrlich drüber reden. Auf geht's! Und an dem Tag war viel beachtet natürlich die Rede von Bundeskanzler Olaf Scholz, der über Christian Lindner das hier sagte. Ich habe den Bundespräsidenten soeben um die Entlassung des Bundesministers der Finanzen gebeten. Ich sehe mich zu diesem Schritt gezwungen, um Schaden von unserem Land abzuwenden. Zu oft hat Bundesminister Lindner Gesetze sachfremd blockiert. Zu oft hat er kleinkariert parteipolitisch taktiert. Zu oft hat er mein Vertrauen gebrochen. Sogar die Einigung auf den Haushalt hat er einseitig wieder aufgekündigt, nachdem wir uns in langen Verhandlungen bereits darauf verständigt hatten. Es gibt keine Vertrauensbasis für die weitere Zusammenarbeit. So ist ernsthafte Regierungsarbeit nicht möglich. Frau Bär, als Sie das gesehen haben, Olaf Scholz tritt vor die Kameras, verkündet, das war's mit dieser Koalition, haben Sie sich die Hände gerieben, weil Sie dachten, jetzt kriegen wir vielleicht die Chance? Also ich gebe zu, als ich das Statement angekündigt gesehen habe, habe ich mir gedacht, jetzt bin ich mal gespannt, wie er es formulieren wird, im typischen Scholz-Stil. Und Herr Mirsch sagt gerade, wir sind alle Menschen, das ist richtig, aber es gibt eben in Deutschland nur einen Bundeskanzler. Und ich muss sagen, diese Rede hat mich persönlich wirklich entsetzt, weil es ganz, ganz kleines Karo war. Also jemanden rauszuschmeißen, nachzutreten, wenn man sich noch mal die Zitate, ich habe mir die mehrfach durchgelesen, weil ich gar nicht glauben konnte, was Olaf Scholz einem Einzelnen wirklich so unnötigerweise hinterherruft. Jetzt bin ich die Letzte, die Christian Lindner verteidigen muss. Aber ich mache es trotzdem an der Stelle, Frau Bär, weil Sie kennen das doch von Ihrem eigenen Parteichef, oder? Nein, überhaupt nicht. Markus Söder hat viel mehr Anstand und Moral, als das ein Olaf Scholz jemals hatte. Und wenn Olaf Scholz in den letzten Jahren wenigstens einmal Leidenschaft und Emotion gezeigt hätte, in den 3 Jahren Regierungszeit, da hätte sich auch jeder drüber gefreut. Aber am Ende rauszugehen, nachzutreten, auf einen Koalitionspartner draufzuhauen, das war wirklich ganz, ganz, ganz kleines Karo. Und das war eines Bundeskanzlers nicht würdig an der Stelle. Ich bin wahrscheinlich zu alt für dieses Leben, aber dass man Empörung vom Teleprompter abliest, das habe ich in meinem Leben noch nicht erlebt. Also entweder man hat es, dann braucht man keinen Teleprompter und muss nicht jeden einzelnen Satz ablesen. Ich glaube, wenn Herr Scholz uns das mal zur Verfügung stellt, wenn wir feststellen, ich kenne ihn ja auch schon aus Hamburg, da haben wahrscheinlich Leute reingeschrieben, Empörung, damit er dann auch emotional aus der Kurve kommt. Noch einmal, ich habe es deshalb nicht verstanden, Herr Mirsch, weil ich noch im Ohr habe, wie nach der Diskussion im Sommer, nach den 80 Stunden, die wir zusammen verbracht haben, Olaf Scholz nach draußen gegangen ist, sich bei Christian Lindner nochmal bedankt hat dafür, dass wir einen gemeinsamen guten Kompromiss gefunden haben. Ich kann mich die erste Rede nach der Sommerpause erinnern, wie er der deutschen Wirtschaft erklärt hat, dass wir jetzt gemeinsam 49 Punkte verabschiedet haben, die Deutschland auf den Kurs bringen sollen. Olaf Scholz muss sich entscheiden, ob er 3 Jahre erfolgreicher Kanzler gewesen sein will oder derjenige, der nicht mehr weiß, wie es weitergeht. Also Lindner war ja ziemlich angefasst davon. Er sprach von menschlichen Enttäuschungen. Können wir uns mal angucken. Parteien stehen im demokratischen Wettbewerb. Eine Regierung wägt und ringt intern um Lösungen. Dabei kommt es manchmal zu politischen und manchmal auch zu menschlichen Enttäuschungen. Ich habe viele Worte über die FDP und über mich gehört. Manches macht mich betroffen. Manches ist Anlass zum Nachdenken, anderes ist schlicht falsch. Herr Alexander, diese menschliche Enttäuschung und dieses Überraschtsein von Lindner, das konnte man ja auch spüren, als er dann seine Rede gehalten hat, die anders als von Scholz nicht vom Teleprompter, aber auch eben gar nicht flüssig, sondern sehr stockend vorgetragen war. War das gespielt oder war der wirklich überrascht? Nein, da ist ja etwas passiert an diesem Mittwoch. Die Tage vorher war die FDP die treibende Kraft. Die FDP hatte dieses Papier veröffentlicht. Dann konnte man hören,
die FDP plant, irgendwann rauszugehen. Also die FDP war sozusagen die anderen unter Druck gesetzt hat. Und das hat sich Scholz ja sehr, sehr lange angesehen. Und Mittwoch nicht mehr. Mittwoch war ein Drehbuch, das Scholz vorher gemacht hat, das ein Ultimatum für Herrn Lindner war. Und als Herr Lindner über dieses Ultimatum nicht eingehen wollte, ist dann eben das abgelaufen in der ganzen Härte und auch in dem Persönlichwerden. Und das hatte Lindner augenscheinlich nicht auf der Rechnung. Jetzt kann man sagen, was hat er denn gedacht, dass die SPD alles hinnimmt? Aber tatsächlich, das Besondere ist nicht, dass Scholz sich politisch wehrt, sondern dass er A, auf das Menschliche geht und, wie gesagt, kalkuliert geht. Es gab 3 vorbereitete Zettel aus dem Redenapparat des Kanzleramtes, also das war ein Plan. Und dass er das im Kanzleramt tut. Ne, weil die SPD jetzt Wagner macht, dass Herr Miersch das macht, ist ja okay. Aber Scholz ist immer noch in der Rolle des Kanzlers. Und dass er als Kanzler die andere Partei so disst, ist schwierig. Und dass er als Kanzler sagt, ich möchte am 15. Januar die Vertrauensfrage stellen, weil ich erst im März wählen will, was auch ein SPD-Plan ist und als SPD-Plan auch legitim ist, aber als Kanzler schwierig ist. Also dass er diese Rollen nicht mehr auseinanderhält, das ist tatsächlich ein Problem. Das und das schon nach 3 Jahren. Ja, ich will einmal gucken, wie die Bevölkerung das so sieht. Wir können uns das mal anschauen. Und zwar glauben 40%, das ist eine relative Mehrheit, dass die Verantwortung für das Scheitern der Ampel bei der FDP liegt. Herr Kubicki, Sie sind absoluter Politprofi, machen das schon seit Jahrzehnten. Aus kommunikativer Sicht, waren das gute Tage für die FDP? Also das weitere Dahindümpeln wäre wahrscheinlich die schlechtere Alternative gewesen. Aber vielleicht darf ich mal sagen, wenn 80% der Menschen die Ampel nicht mehr wollen, dann ist es relativ egal, warum sie auseinandergeht. Ist das passiert, was die Menschen gesehnt haben. Und deshalb sollten wir schnellstmöglich zu Neuwahlen kommen, weil das die Menschen auch gerade wollen. Und es gibt andere Umfragen, nicht 40-40 zwischen SPD und FDP. Es ist völlig egal. Die Ampel war als Koalition am Ende. Wir können uns über die Gründe unterhalten. Bestimmte Dinge finde ich auch wirklich schade, aber sie war am Ende. Und dann macht es keinen Sinn, wenn wir alle wissen, sie ist am Ende, das noch ein Jahr durchschleppen zu wollen. Also wie komisch ist das denn? Ja, die Frage, Herr Schulz, ist aber ja dennoch, wenn wir auf die beiden Personen, um die es dann am Ende auch ging, Olaf Scholz und Christian Lindner gucken. Lindner, Herr Alexander hat es gesagt, hat es dahin getrieben bis zu dem Punkt. Scholz hat es dann aber durchgesetzt, hat gesagt, er entlässt ihn jetzt. Hat der Kanzler da Führungsstärke gezeigt? Kann man diskutieren. Ich weiß aber nicht, ob diese Art Fokus auf diesen Human Interest, es sind immer gute Zeiten, schlechte Zeiten, wie auch immer. Und wir können auch nicht dem Kanzler unterstellen, professionell vorgegangen zu sein. Also ein Statement für eine Eventualität, von denen Herr Kubicki meint, das hat sich doch monatelang angebahnt, sagen, er hat da Text vorbereitet. Ja, er hat Text vorbereitet. Ja, nur dann kann man nicht sagen, er war emotional. Also entweder hat er vorbereitet oder er hat aus der Emotion agiert. Aber es kann nur eins stimmen. Er hat ihn vorbereitet und dann aus der Emotion heraus vorgetragen. Der Fokus aber, der Text war vorbereitet, weil er ja Deutschland eine Aufgabe stellt. Es ging darum, Schaden vom Land abzuwenden und dieser Schaden wurde auch benannt, die Schuldenbremse. Ich weiß nicht genau, das ist jetzt 5 Tage her, wie diese Botschaft verloren gehen konnte, wie diese Frage nicht mehr gestellt werden kann. Stattdessen müssen wir jetzt, wie emotional war er denn? Ungewohnt emotional? Okay, war es wirklich sehr ungewohnt emotional? Nein, ich habe ihn im Hinterzimmer schon mal so und so erlebt. Das sind alles Fragen, die haben überhaupt nichts in dieser Situation verloren. Gar nichts. Sollen es die Fraktionschefs regeln unter sich? Dabei ist offen gelassen, wie lange das eigentlich dauert. Was erwarten Sie, wann der Kanzler die Vertrauensfrage stellt? Es ist einfach ein absoluter Rückzug auf Raten des Bundeskanzlers. Und es ist schon sehr bemerkenswert, dass jemand, der Bundeskanzler ist, offensichtlich auch das Grundgesetz nicht kennt. Und sich jetzt hinzustellen und zu sagen, also jetzt sollen es mal Fraktionsvorsitzende ausdealen, es ist seine Vertrauensfrage. Er muss diese Vertrauensfrage stellen. Und Herr Miersch ist ja sehr gut im Stoff, vor allem was seinen Kollegen Gerhard Schröder betrifft. Der hat es, glaube ich, 2005 ein bisschen schneller über die Bühne gebracht. Vielleicht könnten Sie Ihrem aktuellen Kanzler auch mal raten, es wirklich mit Anstand zu machen, mit Würde zu machen und vor allem schnell zu machen und nicht solche billigen Tricks. Ich kipp's jetzt mal Rolf Mützenich hin, ich kipp's jetzt noch schlimmer Friedrich Merz hin, weil er mal ja behauptet hat, wer Führung bestellt bei ihm, bekommt sie auch. Das ist keine Führung, sondern das ist wirklich Salamitaktik und das ist für unser Land wirklich unter aller Kanone. Nur die Information noch nachgereicht. Bei Gerhard Schröder hat es 4 Monate und 1 Woche gedauert bis zur Neuwahl. Genau, und insofern war es genau das Vorbild. Im Übrigen, Frau Beer, da wundere ich mich jetzt. Olaf Scholz hat verfassungsgemäß einen Vorschlag gemacht und dann hat Friedrich Merz gesagt, das geht gar nicht.
In der Verfassung hat der Bundeskanzler in der Tat das Ermessen, den Zeitpunkt der Vertrauensfrage tatsächlich zu bestimmen. Jetzt hat er gesagt, und das finde ich auch hochrichtig, sich an dieser Frage im Parlament völlig zu zerstreiten. Wir geben im Moment ein schlechtes Bild in diesem Parlament ab. Dass er sagt, ich gebe die Möglichkeit, dass man sich verständigt. Friedrich Merz hat heute erklärt, dass sein Vorschlag, Mitte Januar zu wählen, zu ambitioniert gewesen sei. So, und jetzt, glaube ich, sind wir alle dran. Und deswegen würde ich diese Runde auch gerne nutzen, das nicht tiefer zu machen, sondern ich höre von belastbaren Gesprächen. Ich hoffe, dass alle sich dazu durchringen, jetzt eine gute Entscheidung zu finden. Eine gute Entscheidung zu finden und nicht das zu tun, was ich im Moment befürchte. Wenn eine Bundeswahlleiterin der Gestalt angegriffen wird, weil sie darauf hinweist, und jeder, der Wahlen vorbereitet, weiß, es sind immense Herausforderungen jetzt. Und wenn diese Wahl schief geht, dann werden die Extremisten sie nutzen, um diese Wahl zu delegitimieren. Deswegen haben wir jetzt alle eine große Verantwortung. Und ich hoffe, dass wir alle mal abrüsten und es jetzt ein gutes Ergebnis wird und wir sehr schnell eine Klarheit bei dem Wahltermin bekommen. Herr Kollege Hegeling-Miersch, bei aller Freundschaft. Der Kanzler hat die Situation herbeigeführt. Nur er kann sie beenden. Er kann innerhalb von 48 Stunden die Vertrauensfrage stellen. Wenn das erledigt ist, können wir über alles reden. Nun warten wir doch einfach ab. Es ist doch richtig, dass Friedrich Merz und Rolf Mütze nicht damit beauftragt. Die beiden reden gar nicht miteinander. Sie behaupten hier etwas Falsches. Sie reden nicht miteinander. Sie sind ja jetzt nicht mehr ganz involviert. Nun warten wir einfach mal ab. Sie offensichtlich auch nicht. Ich glaube, ehrlich gesagt, da hat Miersch recht. Sie sind involviert, vor allen Dingen informiert. Also ich glaube, dass Herr Miersch recht hat, dass Mütze nicht und Merz darüber sogar schon gesprochen haben. Über den Termin gut. Und da gibt es ja so eine schöne Treppe, die die beiden Büros verbindet, die sie gehen können, ohne dass sie gesehen werden. Und ich denke, dass Gerhard Schröder, ja sage ich schon Gerhard Schröder, freudsche Fehlleistung, ich denke, dass Olaf Scholz eingesehen hat, dass er diesen späten Termin nicht durchkriegt, weil das öffentliche Echo so verheerend ist. Und am Mittwoch ist ja eine Regierungserklärung. Ich könnte mir vorstellen, dass der Kanzler da sagt, Vorschlag zur Güte irgendwann vor Weihnachten. Und da Friedrich Merz ja heute in seiner Fraktionssitzung schon seinen frühen Termin... Wir hatten heute gar keine Fraktionssitzung. Fraktionsvorstand. Pardon. Können Sie alles schon nachlesen? Soll ich noch zu Ende erzählen? Bitte. Oder? Da Friedrich Merz seinen frühen Termin eingesammelt hat, denke ich, werden die sich dann auf etwas in der zweiten Februarhälfte einigen. Ja, 16. oder 23. Februar war der Vorschlag, glaube ich, den Friedrich Merz eben in dieser Vorstandssitzung... Vielleicht ist der ihm ja auch von der SPD gemacht worden. Aber ich finde ehrlicherweise, eins müssen wir schon noch korrigieren, weil ganz ehrlich, das mit der Bundeswahlleiterin, das kann man so auch nicht stehen lassen. Ich war justamente tatsächlich am Donnerstag, weil die ein großes Summit hatten in Berlin mit der gesamten deutschen Papierindustrie zusammen, die den ganzen Tag... Sie haben es angefangen mit der Bundeswahlleiterin. Nein, Sie karikieren. Entschuldigung, es gab viele andere Gründe und gibt sie. Sprechen Sie mit Ihren Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern. Ja, die sind alle bereit. Unsere Bürgermeister, egal welcher Couleur, wollen jetzt auch schnell wählen, weil in Bayern funktioniert es offensichtlich. So, aber noch mal zu dem Punkt, den Sie eingeworfen haben. Am Donnerstag sagt die gesammelte Papierindustrie, weil die Konjunktur so schlecht ist, haben sie wirklich Kapazitäten ohne Ende. Und dann wurde sie offensichtlich, weil am Anfang war es für sie in Ordnung, zurückgepfiffen, vielleicht von einem übergeordneten Ministerium. Und das ist Schofel, eine Beamtin so reinzuziehen. Und das hat die SPD zu verantworten und sonst nämlich niemand an der Das Stelle. finde ich hochproblematisch, dass Sie unterstellen, dass eine Frau, die weisungsunabhängig ist, hier in irgendeiner Form manipuliert ist. Das finde ich ganz problematisch. Wir haben bei Trump gesehen, was es heißt, wenn Institutionen, die für die Wahl, die für die Gerechtigkeit bzw. Legalität der Wahl stehen, wenn die angegriffen werden. Frau Beer, ich habe wirklich die Bitte, dass Sie solche Institutionen nicht delegitimieren. Wir haben ein Riesenproblem sonst und das ist Wasser auf die Mühlen der Extremisten. Nein, instrumentalisiert. Machen Sie. Herr Schulz, das ist ja tatsächlich etwas, woran ich mich zumindest in der jüngsten Vergangenheit noch nicht erinnern kann, dass solche Institutionen angegriffen werden wie die Wahlleiterin. Jetzt sind wir nicht in den USA, hier gibt es keine trumpischen Verhältnisse. Aber ist das was Neues? Also wir haben 60 Millionen Wähler und die werden alle in dieser Entscheidung involviert. Das braucht einfach Organisation. Man kann das natürlich jetzt über diesen Papierjoke oder was auch immer so ins Lächerliche ziehen, aber ich denke mir, 600.000 Wahlhelfer, schön, dass in Bayern zumindest die Mandatsamtsträger, wie auch immer, da bereitstehen, aber die Wähler müssen auch bereitstehen. So, und es macht überhaupt gar keinen Sinn, Zwei Kreuze.
an einem Tag 2 solche großen Ereignisse passieren, dass am nächsten Tag die wichtigste Frage ist, können wir nicht schon im Winter wählen? Am besten Weihnachten. Als ob das der beste Termin ist, um eine Bundestagswahl stattfinden zu lassen. Also noch einmal, 60 Tage bleiben 60 Tage, egal wann Sie damit anfangen. Es bleiben 60 Tage und sehen sich an, was die Bundeswahlleiterin heute der Öffentlichkeit erklärt hat. Sie sind bereit, diese Wahlen zu jeder Zeit durchzuführen. Das ist ja der eine Aspekt. Aber es gibt einen anderen Aspekt. Genau. Herr Merz selbst ist noch nicht mal nominiert worden. Er muss erst nominiert werden. Ich höre jetzt, er wird im Dezember wohl nominiert. Das heißt, wer sich ein bisschen auskennt... Ist Herr Scholz schon nominiert? Nein, Entschuldigung, Herr Kubicki, einfach mal jetzt zuhören und einfach nachrechnen. Dann muss es überall, in jedem Bundesland, eine Landesvertreterversammlung der Parteien geben, wo die Landeslisten aufgestellt werden. Dazu gibt es Ladungsfristen. Und wenn Sie die ausrechnen, dann kommen Sie darauf, dass zum Beispiel der von Merz genannte Termin schlichtweg nicht mehr einhaltbar ist. Und deswegen nochmal, wir haben alle eine große Verantwortung hier. Wir können über Wahltermine streiten. Aber am Ende eine Wahlleiterin, und die anderen Wahlleiter haben sich im Übrigen auch so geäußert, die anzugreifen und dann Dinge zu fordern, die rechtlich nicht durchsetzbar sind, wie Ihr Fraktionsvorsitzender, und der hat es ja heute eingestanden. Er hat ja heute gegenüber dem Fraktionsvorstand, so habe ich es jedenfalls gelesen, und ich gehe mal davon aus, dass es stimmt. Ja, hat das gemacht, können Sie ja bestätigen, oder ist das eine Falschmeldung? Ich zitiere nicht aus internen Sitzungen. Aha, okay, gut. Dann würde ich als Anwalt sagen, Treffer versenkt. Aber wir haben völlig falsch, Herr Mirsch. Und im Angriff ist, und es ist auch nicht in Ordnung, was Sie hier versuchen. Ganz ehrlich, es ist lächerlich. Wir haben zu ganz anderen politischen Zeiten in diesem Land schon schneller wählen können. Und Sie müssen sich keine Sorgen um Nominierungen von Herrn Merz oder Landeslisten anderer Parteien machen. Gar keine Probleme, Die Fristen sind doch alle verkürzt. Die Fristen sind doch alle verkürzt. Vorrechnet sozusagen diesen Vorlauf, den man braucht, nicht nur beim Papier, das ist geklärt, sondern tatsächlich auch, was die Parteien alles organisieren müssen. Dauert das so lange oder sind die Parteien einfach die Fristen sind doch verkürzt langsam? Also ich habe ja schon gesagt, ich glaube, die Schlacht ist eigentlich schon geschlagen hinter den Kulissen. Und es wäre cleverer gewesen, sie nie begonnen zu haben. So, und augenscheinlich hat der Bundeskanzler ein Interesse, diese Wahl spät stattfinden zu lassen, weil er in den Umfragen schlecht dasteht. Und augenscheinlich hat Herr Merz ein Interesse, sie früh stattfinden zu lassen, weil er in den Umfragen gut dasteht und hofft, dass ihm im Wahlkampf kein Unglück passiert. Die Menschen haben ein Interesse, wenn es früh gewählt wird. Beide haben parteipolitisch motiviert gehandelt und es war nicht so clever. Und wenn sie jetzt in der Mitte treffen, ist es vielleicht ganz okay. FDP schon mal aus einer Regierung rausgegangen. Da war sie zusammen mit der SPD in der Regierung, hat sich dann entschieden, mit der CDU zusammen eine Regierung zu bilden. Und da sind auch führende FDP-Köpfe dann ausgetreten. Sie waren dabei, Herr Kubicki, wir können uns das mal angucken. Diesen jungen Mann, den wir jetzt mit Vollbart sehen, das ist Wolfgang Kubicki, als die FDP aus der Regierung ist. Einige weitere Parteiaustritte folgen an diesem Abend. Andere zögern, sind ratlos. Wieder andere, auch Delegierte, wenden sich innerlich von der FDP ab. Ob es nach dem Berliner Parteitag zu einer Austrittswelle aus der FDP kommt, viele befürchten es. Herr Kubicki, können Sie sich noch daran erinnern? Ja, sehr genau. Parteitag der Tränen. Also ich war ja anwesend. Ich habe geheult, was bei mir selten vorkommt. Aber ich habe wirklich Rotz und Wasser geheult. Aber ich merke, es geht Ihnen auch jetzt noch nach. Ja, ist ja auch so. Also der Unterschied zu heute besteht darin, Helmut Schmidt war damals ein sehr beliebter Bundeskanzler und die sozialliberale Koalition war beliebt in der Bevölkerung. Jetzt haben wir eine Ampelkoalition, die völlig unbeliebt ist und einen Bundeskanzler, der unbeliebt ist. Und der Versuch der SPD, die Inszenierung von 1982 zu wiederholen, da sind die Verräter, der wird diesmal deshalb nicht gelingen, weil eben der Kanzler so unbeliebt ist und die Koalition so unbeliebt. Na, da wäre ich aber jetzt ganz vorsichtig. Also bei mir zum Beispiel im Wahlkreis habe ich einen Bürgermeister, der gehörte der FDP an. Ja. Und vorgestern ist er ausgetreten. Ja, ist wunderbar. Weil er auch überhaupt kein Verständnis dort für diese Haltung hat. Es ist schön, dass Sie einen Bürgermeister haben. Wir haben über 1200 Eintritte seit Mittwoch und 81 Austritte. Es ist mir, also ich finde es ja auch schon mir bei aller Freundlichkeit, die wir sonst miteinander haben, dass die SPD eine Liste von Überläufern der FDP-Fraktion verbreitet. Das ist aber auch jetzt wieder eine ganz kommt aus Ihrer Fraktion. Also, kommt aus Ihrer Fraktion. Da wäre ich jetzt wirklich, also das ist, glaube ich, wirklich. Ja, 17 Länder, denen geht es auf jeden Fall besser, wenn man die Wachstumsraten anguckt. China, Indonesien, Indien ganz oben. Deutschland mit einem Wachstum von 0,1%. Warum steht Deutschland vor allen Dingen auch im Vergleich mit anderen Ländern so schlecht da? Ich glaube, es sind zwei Gründe. Einmal hängt es sehr stark mit der hohen Abhängigkeit von Energie ab, die Deutschland hatte. Also Deutschland wurde durch den Energiepreisschock viel härter getroffen. Wir haben eine große energieintensive Industrie, viel größer als das viele andere haben. Und das rächt sich jetzt, dass wir so abhängig waren von russischem Gas und Öl.
Aber in gewisser Weise ist die deutsche Wirtschaft auch Opfer des eigenen Erfolgs gewesen. Wir dürfen nicht vergessen, die 2010er Jahre waren enorm erfolgreich wirtschaftlich. Die deutschen Konzerne, gerade die Industriekonzerne, haben viel exportiert, haben Marktanteile gewonnen, waren hochprofitabel und haben in dieser Zeit, ich will da nicht verallgemeinern, aber viele Branchen, die Transformation hin Richtung grüne Technologien, Digitalisierung, viel zu wenig investiert. Die Produktivitätswachstum in Deutschland war gering. Also man hat sich so gut gehen lassen und das hat Reformen verschleppt. Und diese Reformen müssen jetzt viele Unternehmen nachholen, nochmals vor allem in der Industrie. Und das wird eine Zeit lang brauchen, bis es wieder aufgeholt ist. Ja. Noch eine kurze Frage, weil Sie gesagt haben, die Opposition könnte und müsste in dieser Situation auch mitarbeiten und Dinge beschließen. Ganz konkret auf, Sie haben es angesprochen, VW, Zulieferbetriebe, die Wirtschaft. Was muss die Politik da jetzt schnellstmöglich auf den Weg bringen? Was kann sozusagen nicht warten, bis neu gewählt wird? Naja, manche Reformen, so dringend sie sind, die brauchen Zeit. Sie haben Bürokratie, Regulierung angesprochen, riesiges Problem. Fachkräfte ist das andere große Thema. Aber die Politik kann Vertrauen schaffen, kann relativ schnell agieren, beispielsweise durch steuerliche Entlastung. Ja, also wenn der Staat Steuern senkt für Unternehmen, aber auch für Bürgerinnen und Bürger, kommt das sofort an. Die Menschen haben das Gefühl, oh, ich habe hier Gestaltungsmöglichkeiten. Und das ist ganz konkret etwas, was die Politik tun kann, mit der Opposition zu sagen, hier, wir machen die steuerlichen Entlastungen, die zum Teil auch im Haushalt 2025 ja vorgesehen waren, durch die Wachstumsinitiative, auch in anderen Bereichen. Das ist nicht der große Wurf, aber das würde schon mal ein ganzes Stück weit helfen. Herr Miersch, ist das etwas, was Sie sich vorstellen können, zusammen mit der Opposition jetzt noch schnell zu verabschieden? Das sind die Dinge, die ich meinte. Wir sind jetzt alle in der Pflicht. Wir sind ein funktionsfähiges Parlament. Zwar gibt es keine Koalition, wie wir es gewohnt sind. Wir haben eben gehört, es gibt in anderen Ländern sehr wohl auch solche Fälle. Wir werden jetzt sehr, sehr schnell wählen, aber wir haben noch 20 Sitzungstage, in denen wir einiges machen können. Und zum Beispiel ein Punkt, die Energiepreise, könnten wir relativ schnell in den Griff bekommen, dadurch, dass wir die Netzentgelte stabilisieren. Die Vorlagen sind schon unter der alten Regierung erarbeitet und insofern wäre das ein Punkt. Wir haben die Wachstumsimpulse, Herr Fratscher hat eben darauf hingewiesen, über 40 Maßnahmen, wo wir einige locker umsetzen könnten. Es liegt jetzt an uns allen. Dann fragen wir doch mal direkt die Gegenseite. Frau Beer, was hindert Sie daran, da sozusagen zu helfen, dass das jetzt schnell auf den Weg kommt, wenn wir uns die wirtschaftliche Lage angucken? Erstens mal haben wir in den letzten 3 Jahren, das wird ja gerne unter den Tisch gekehrt, auch als CDU-CSU-Bundestagsfraktion bei sehr, sehr vielen Gesetzen auch mitgestimmt. Also jetzt nicht mehr? Habe ich nicht gesagt. Ich habe nur gesagt, haben wir schon in der Vergangenheit gemacht, weil wir eben immer auch aus der Opposition raus als größte Oppositionsfraktion unserer Verantwortung gerecht geworden sind. Und ich finde es nur lustig, auch von Herrn Fratscher jetzt so mit dem Finger auf die Opposition zu deuten und zu sagen, ja, jetzt müssen Sie mal springen. Ich glaube, wenn wir so eine Oberüberschrift haben, da können sich alle drunter versammeln, wir müssen der Wirtschaft jetzt schnellstmöglich helfen. Aber da steckt doch auch der Teufel im Detail. Die FDP hat ja ein Papier vorgelegt, über das Friedrich Merz gesagt hat, das ist super, weil alles von uns abgeschrieben ist. Also ich glaube, wenn wir uns darauf einigen würden, wäre das alles ganz schnell auch machbar. Nur da schüttelt Herr Miersch schon wieder den Kopf. Ja, weil das so kleinlich ist. Nee, weil er natürlich dann es geht auch um viele andere Sachen. Nein, weil er dann natürlich sagt, nee, und dann gibt es wieder so eine Neiddiskussion. Die Union oder die FDP wollen nur, dass es den Reichen gut geht. Dann behaupten sie, dass wir nicht den Mittelstand entlasten wollen, weil es völlig falsch ist. Weil wir als Union natürlich auch die Partei des Mittelstands sind und gerade für die Handwerksbetriebe, was angesprochen wurde. Das heißt, Wirtschaft entlasten, ja, aber nicht so, wie sich die SPD vorstellt und auf keinen Fall. Jetzt ist ja der Schuldenbremsen-Auflösungsfetischist hat leider die Runde verlassen, aber zu sagen, wir müssen unbedingt diese Schuldenbremse loswerden, wenn man jetzt sieht, was die Ampel schon in den letzten Jahren an neuen Schulden, Sie haben es nur kreativer genannt, gemacht hat, obwohl es eine Schuldenbremse gibt, möchte ich nicht wissen, was SPD und Grüne noch für neue Schulden gemacht hätten, wenn diese Schuldenbremse eben nicht mehr da wäre. Herr Fratscher, Sie sind sofort dran. Ich möchte Herr Kubicki fragen. Herr Kubicki, wenn ich Frau Beer zuhöre, dann klingt es so, das wird eher schwierig, da jetzt schnell Zustimmung zu finden zu einem gemeinsamen Paket. Wie sieht es bei der FDP aus? Zunächst einmal kann ich die Union verstehen. Sie sind im Prinzip von all den Beratungen abgehalten worden, als es um die Frage ging, welche wirtschaftlichen Maßnahmen müssen umgesetzt werden, jetzt um die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit, Wettbewerbsfähigkeit unseres Landes wiederherzustellen. Also jetzt zu sagen, ihr müsst das mit akzeptieren, von dem wir euch ausgeschlossen haben. Also wir brauchen jetzt Hilfe und ihr müsst uns jetzt helfen, weil es gesamtstaatliche Verantwortung ist, parlamentarisch merkwürdig. Wir haben seit einigen Wochen bereits, auch nach zweiter Lesung, also durchverhandelt, ein Steuerlastungsgesetz für 1.1.25. Das liegt seit mehreren Wochen im Parlament und ist nicht aufgesetzt worden. Warum nicht?
Weil unsere grünen Freunde erklärt haben, wir verbinden das mit anderen Dingen und solange das nicht kommt, machen wir es nicht. Wir hätten das letzte Woche verabschieden können. Letzte Sitzung. Bei der FDP auch mal vorgekommen. Wollte ich gerade sagen, da könnte ich jetzt auch Geschichten wieder erzählen, aber das kann der Bundeskanzler dann morgen, besser. das hier im Kindergarten. Die Frage ist da, wie kommen wir dazu, wieder uns mit den wirtschaftlichen Themen zu beschäftigen? Wie kommen wir aus der Krise raus, indem wir hier Sandkastenspiele treiben? Die Leute wollen genau wissen, wie es weitergeht. Aber Sie wollen stabile Perspektiven haben und die haben sie momentan. Aber das wäre doch jetzt wirklich ein Momentum. Ist klar. Zugegebenermaßen. Wir schmeißen euch raus und jetzt sagt ihr, jetzt mal mit den helft ihr uns Sandkastenspielen einfach aufzuhören. Ja, dann hören Sie doch damit auf. Und zu gucken, welche Gesetze, Sie haben eben darauf hingewiesen, wir haben ja welche in der Ampel sogar schon fertig, dass man jetzt sagt, was kriegen wir noch durch, ja oder nein? Das sind große Wirtschaftsthemen, kleinere Wirtschaftsthemen, das sind aber auch solche Themen wie beispielsweise das Thema kalte Progression, wo wir alle einer Meinung sind, das Thema Schutz des Bundesverfassungsgerichts. Das sind alles kalte Progression, Herr Kubicki. Würden Sie da mitgehen? Ja, also haben wir doch schon mal eins, jetzt gehen wir weiter. Erstmal die Vertrauensfrage. Stellen Sie doch einfach erstmal die Vertrauensfrage, dann können wir alles machen. Wir haben gesagt 20 Sitzungstage. Wann denn? Warten Sie doch einfach, also auch dieses, wer bewegt sich jetzt wo? Natürlich wird die Vertrauensfrage gestellt. Wir werden hoffentlich da auch ein Ergebnis bekommen. Und dann sehen wir mal. Und dann haben wir, glaube ich, noch Zeit, wo wir alle zeigen können, als Demokratinnen und Demokraten, einigen wir uns oder nicht. Sie wissen, wie gut ich mit Sozialdemokraten zusammenarbeite. Aber uns so vor Schienbein zu treten, um jetzt zu kommen und sagen, ihr müsst das jetzt machen. Jetzt kommt wieder der Sandkasten, weil das könnte ich jetzt auch sagen, nach dem, was da vorgefallen ist, bringt uns aber nicht, weil es hier um mehr geht als um Parteitaktik. Es geht jetzt um die Frage zum Beispiel Stabilisierung der Wirtschaft. SPD mehr als der Parteitag. Wenn ich den Politikern in der Runde hier so zuhöre, dann sagen die alle kein Sandkasten, aber trotzdem hört sich so ein bisschen so an. Deshalb, Herr Alexander, Scholz hat keine Mehrheit mehr. Welches Interesse könnte die Union oder die FDP haben, jetzt bei Gesetzesvorhaben zu unterstützen, die SPD gerne noch durchführen? Jetzt stehe ich aber auch in den Sandkasten, wenn ich mich dazu äußere, aber mache ich gerne, weil das ist eine gewisse Ironie. Also diese Nummer mit der kalten Progression ist ja... Können Sie erklären, was es ist? Ja, kann ich. Also man kriegt eine Lohnerhöhung, die aber keine Reallohnerhöhung ist, weil wir auch Inflation haben. Ne? Also 2% Inflation nehmen wir mal an, 2% Lohn, wäre man eigentlich ausgeglichen, kommt aber in eine höhere Steuer, muss mehr Steuern bezahlen, hat also eine automatische Steuererhöhung. Und eigentlich sollte es so sein, dass das automatisch rausgerechnet wird, das gibt's aber noch nicht, das muss jedes Jahr beschlossen werden. Und die FDP und die Union auch, wollen das seit Jahr und Tag. Und Olaf Scholz wollte es auch, aber die Grünen haben es verhindert. Da hat Herr Kubicki schon recht. Deshalb wäre es wirklich lustig, wenn SPD und Grüne, die der FDP in der Koalition die Progression nicht zugestehen wollten, es ihr jetzt außerhalb der Progression antragen. Und dass die FDP, also das ist schon etwas, das wäre wirklich ironisch. Aber ich sage voraus, das kommt sowieso, weil auch der Bundeskanzler möchte nicht in einen Bundestagswahlkampf gehen mit der Botschaft, ich habe eine super automatische Steuererhöhung für euch alle. Das wird nicht passieren. Es ging ja, das ist die kalte Progression. Ich habe das Gefühl, da könnten Sie sich noch einigen. Die andere Frage, Sie haben sie schon angesprochen, Frau Beer, es ging um einen Knackpunkt vor allen Dingen bei diesem Koalitionsbruch und das ist das große Schreckenswort Schuldenbremse. Herr Lindner hat gesagt, ich hätte meinen Amtseid verletzt. Das wusste der Bundeskanzler und damit meinte Lindner die Schuldenbremse. Hätte der tatsächlich gegen seinen Amtseid verstoßen müssen, Herr Fratscher, oder versteht Lindner die Verfassung nicht? Das weiß ich nicht, aber er hätte mit Sicherheit nicht die Verfassung brechen müssen. Und das auch zu Ihnen, Frau Beer. Es gibt eine wichtige Unterscheidung. Schuldenbremse brechen, reformieren oder abschaffen versus die Schuldenbremse nutzen. Und die Schuldenbremse ganz explizit in der Verfassung sieht vor, dass in einer Notsituation man über die normale Verschuldung, die erlaubt ist, hinausgehen kann. Und in dieser Diskussion finde ich interessant, dass das Thema Donald Trump noch nicht gefallen ist. Wir tun so, als gäbe es den Rest der Welt nicht. Das macht er Donald Trump hat 20% Strafzölle für Deutschland, Europa angekündigt. Er hat angekündigt, die Hilfen für die Ukraine zurückzuziehen. Und wir tun so, als gäbe es das nicht. Und da müssen wir uns überlegen, was bedeutet das denn finanziell? Deutschland wird wirtschaftlich hart getroffen dadurch. Wir werden wahrscheinlich auch bei der Ukraine-Hilfe deutlich mehr Geld benötigen. Und wenn das keine Notsituation ist, gut, das kann jeder anders interpretieren, aber für mich ist das eine Notsituation. Also die Unterscheidung ist wichtig, Schuldenbremse nutzen, so wie sie in der Verfassung steht, Notsituation erklären, das Geld aufnehmen, das notwendig ist, um diese Herausforderungen zu stemmen. Und dann kann man nach der Bundestagswahl überlegen, ob man die Schuldenbremse reformieren will, also eine Schuldenregel machen will, die wirklich auch in Zukunft in schwierigen Zeiten einem Staat,
einer Bundesregierung die Möglichkeit gibt, stabilisierend zu wirken. Das sind zwei wirklich komplett separate. Ja. Und es sind vor allem auch andere Situationen. Also erstens mal ist es so, dass er nicht nur die Verfassung, sondern meines Erachtens auch den Koalitionsvertrag gebrochen hätte, weil im Koalitionsvertrag ist auch ganz klar geregelt, dass sich die Ampel zur Schuldenbremse bekannt hat. Kann man sagen, so ein Koalitionsvertrag ist Makulatur. Sieht ja diese Ausnahme darf ich auch mal ausreden? Ja, also Makulatur ist vielleicht dann doch so ein Koalitionsvertrag, das ist das eine. Aber was mich da noch wesentlich mehr beschwert, ist natürlich die Tatsache, warum diese Koalition überhaupt zerbrochen ist, weil sie natürlich aufgrund einer Tatsache überhaupt erst entstanden ist, dass der Bundeskanzler damals auch den Bundesfinanzminister gezwungen hat, er sich hat zwingen lassen, auch sogenannte neue Schattenhaushalte, Sondervermögen, sonst wie aufzumachen, was ja dann das Bundesverfassungsgericht auch gekippt hat. Das heißt, die ganze Koalition bestand ja fiskalisch auf einer Lüge. Dann kam das Bundesverfassungsgericht und deswegen ist natürlich, weil nicht mehr möglich war, alle mit Geld zuzuschütten, überhaupt dieser Bruch. Und da hat Christian Lindner natürlich schon recht, dass der große Fehler darin bestanden hat, die anderen beiden Koalitionspartner und sich selbst auch nicht dazu zu zwingen, zu sagen, was sind eigentlich unsere Prioritäten an der Stelle. Und jetzt kommt wieder das von Ihnen, Ukraine. Das finde ich schon schofel, dieses Argument. Weil wenn man sich natürlich auch mal unterhält, was die Ukraine jetzt ganz, ganz dringend braucht, dann brauchen die jetzt auch nicht von uns das Geld, sondern die brauchen beispielsweise Taurus. Und deswegen finde ich das schon eine steile Geschichte, dass Sie jetzt auch als jemand, als Wirtschaftsexperte noch mal jetzt auf die Union deuten und sagen, wir brauchen da jetzt mal einen Weg von der Schuldenbremse. Der Kollege Schulz, der vorhin da war, hat gesagt, immer Kinder, Kindergrundsicherung. Wir können nicht so viele Schulden machen, weil das ist nämlich genau das, was wir nicht wollen. Unseren Kindern aufbürden, dass wir uns immer weiter verschulden in diesem Land. Ich will noch einen Satz sagen. Ich bin ja nicht nur Volkswirt wie Sie, sondern auch noch Jurist. Und ich finde es lustig, dass wir jetzt eine Notlage erklären, weil Donald Trump Präsident geworden ist. Das ist Sie ernst, dass wir eine Notlage für Deutschland erklären? Noch einen Juristen. Herr Wieland, ich weiß. Nee, nicht Herr Wieland. Ich habe noch einen. Ach so. Peter Müller, ehemaliger Richter am Bundesverfassungsgericht, auch übrigens in dem Senat zuständig gewesen, in dem die Schuldenbremse immer wieder überprüft wurde. Er sagt, ich denke, dass man eine Notlage mit dem Ukraine-Krieg begründen kann. Der Krieg war unvorhersehbar, er dauert jetzt zwar schon 3 Jahre, das ändert aber nichts daran, dass man damit nicht rechnen konnte. Ja, das Problem ist nur, dass ein Sachzusammenhang bestehen muss. Das heißt, die Kredite, die Sie aufnehmen, müssen dazu verwandt werden, die Notlage zu beseitigen. Und also das, was jetzt die SPD versucht hat, war 3 Milliarden Euro zusätzliche Ukraine-Hilfe zur Notlage zu erklären. Das ist doch nicht Ihr Ernst. Nein, es ging um ganz andere Summen, das wissen Sie auch. Es ging insgesamt um 15 Milliarden. Ja, aber 12 Milliarden wollten Sie umbuchen. Das wäre aus meiner Sicht auch der Ausweg gewesen. Wir sind an einem sehr, sehr entscheidenden Punkt, der, glaube ich, auch jetzt in der Wahlauseinandersetzung eine große Rolle spielt, Frau Beer. Und wenn Sie jetzt so tun, als ob das mit der Reform, ich rede nicht von der Abschaffung der Schuldenbremse, aber wir haben eine Situation, wo wir sehen, was in Schulen passiert. Die Brücke von Dresden als Symbol. Die Frage, wie investieren wir in Digitalisierung etc. Die Schulen nicht aufnehmen. Ihre Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten, jedenfalls nicht Ihre, Sie haben ja nur einen, aber der CDU, sagen alle, wenn es um Investitionen geht, die weitaus höhere Folgekosten für nachfolgende Generationen verhindern, dann muss es möglich sein, diese Investitionen zu stemmen, weil ansonsten die nachfolgenden Generationen eher das Problem haben. Und insofern brauchen wir diese Reform, ansonsten sparen wir uns kaputt. Wir haben doch kein Einnahmeproblem, wir haben doch ein Ausgabeproblem.